Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in der Stadt Merseburg angekommen. Wir sind im südlichen Sachsen-Anhalt. Merseburg liegt knapp 30 Kilometer westlich von Leipzig. Schon im 10. Jahrhundert gab es hier eine Pfalz. König Otto I. gründete hier ein erstes Bistum. 100 Jahre später wurde der Dom gebaut und er ist heute eines der wichtigsten und schönsten Bauwerke der Region. Wir sind jetzt hier in den Straßen der sogenannten Merseburger Domfreiheit, also dem Bereich der Stadt, in dem Bischof und Domkapitel das Sagen hatten, zum Beispiel bei der Gerichtsbarkeit. Die Häuser hier sind alles sogenannte Kurien, also damals die Wohnhäuser der Domherren und der Angestellten des bischöflichen Hofes. Die meisten Häuser stammen hier aus der Barockzeit. Das hier ist eine Seitenwand des Doms. Sie begrenzt den Schlosshof, denn gleich neben dem Dom steht das Schloss Merseburg, früher Königspfalz, Bischofssitz und Herzogsresidenz. Und hier begegnet uns zum ersten Mal Bischof Thilo von Trotha, ein äußerst reger Mann, der für Merseburg eine große Bedeutung hat. Hier stand zwar schon ein Schloss, aber ab 1470 ließ er auf den Grundmauern ein neues Schloss bauen. Was man heute sieht, ist allerdings das Ergebnis eines Umbaus unter Herzog Georg I. von Sachsen im 17. Jahrhundert. Das ist eine Mischung der Baustile Spätgotik und Renaissance. Das Ensemble Schloss und Dom ist eigentlich einmalig, denn das Schloss hat 3 Flügel und der Dom bildet den 4. Flügel. Rechts sieht man eine Tür, da geht es in den Dom und zwar zum Grab von Bischof Thilo von Trotha. Über der Tür, also im Tympanon, sieht man einen ruhenden oder besser schlafenden Mann. Das ist der Traum Jakobs von der Himmelsleiter. Die Szene steht so im Alten Testament, als Jakob, das ist einer der Erzväter der Israeliten, auf der Flucht von einer Leiter träumt, auf der die Engel vom Himmel zur Erde steigen, rauf und runter. Und am oberen Ende der Himmelsleiter, da sieht er Gott stehen, der mit ihm spricht. Ja, bei dem Rundumblick habt ihr das wahrscheinlich gesehen, das ist ein geschlossener Schlosshof. Drinnen hat heute die Kreisverwaltung ihren Sitz und es gibt Museumsräume. Auf der anderen Seite ist der Schlossgarten. Das ist wieder die Nordwand des Doms und jetzt von außen betrachtet, rechts ist das Hauptportal und links ist ein Durchgang in einen Hof und den schauen wir uns jetzt mal an. Rechts unter dem Baum, da steht ein Käfig und dazu gibt es eine besondere Geschichte, nämlich die Rapensage. Und da geht es wieder um Bischof Thilo von Trotha. Der hatte nämlich einen goldenen Ring. Als der plötzlich verschwunden war, hatte er seinen Kammerdiener in Verdacht, der Dieb zu sein. Er ließ den Diener hinrichten. Wenig später fand man auf dem Domdach in einem Rabenhorst den Ring. Der Rabe war also der Dieb gewesen, der Diener unschuldig. Thilo war darüber so entsetzt, dass er einen Grabenkäfig neben dem Dom bauen ließ. Da kamen Raben rein, um immer daran zu erinnern, dass man keine übereilten Urteile fällen soll. Ja, und der Rabenkäfig, der steht bis heute hier. 2 Raben werden darin gehalten. Thilo von Trotha hat übrigens das Bild eines Raben mit einem Ring im Schnabel in seinem Wappen. Dieses Wappen findet man übrigens im Dom an mehreren Stellen. Wir verlassen den Innenhof und gehen wieder zum Domeingang. Der Dom ist dem heiligen Johannes und dem heiligen Laurentius geweiht. Heute ist das eine evangelische Kirche, eine dreischiffige Basilika. Das ist die Vorhalle,
Der Grundstein für den Dom, der wurde 1015 gelegt. Diese Vorhalle hier stammt aus dem 13. Jahrhundert. Das Grabmal des Ritters Hermann von Hagen aus dem 13. Jahrhundert. Es hat Ähnlichkeit mit den bekannten Stifterfiguren im Naumburger Dom. Eventuell stammt es vom gleichen Künstler. Das ist die Rückwand der Orgel. Darunter ist der Eingang zum Kirchenschiff. Hier im Vordergrund, das ist das Grabmal des Bischofs Sigismund von Lindenau, gestorben 1515. Das Mittelschiff, das Langhaus. Oben ein sogenanntes Netzgewölbe. Das stammt aus der Zeit von Thilo von Trotta. 30 Altäre soll es hier im Mittelalter gegeben haben. Die Ladegastorgel, eine der größten und bedeutendsten Orgeln ihrer Zeit in Deutschland. Franz Liszt soll schon darauf gespielt haben. Unter der Orgelempore hängen sogenannte Schrankenreliefs. Das hier ist Johannes der Täufer mit Lamm. Der heilige Romanus. Und daneben Papst Sixtus mit dem Geldbeutel in der Hand. Rechts Kaiser Heinrich II. Mit dem Dommodell und links der heilige Maximus mit Buch. Der heilige Laurentius, der wurde ja auf einem Rost verbrannt, darum hat er ein Rost auch in der Hand. Das ist der Kanzelfuß. Äste und Wurzeln, oben Putten, darauf die Kanzel. Die stammt von 1520. Das ist die Kanzel, von der Martin Luther 1545 dreimal gepredigt hat. Eine Tafel erinnert daran. Der Hochaltar im Chor, barock. Die Gemälde zeigen die Abendmahlszene und die Kreuzigungsszene. Neben dem Kreuz kniet das Grafenpaar, das den Altar gestiftet hat. Die Bischofskapelle, vorn die Grabplatte des Bischofs Dietmar, gestorben 1018. Er legte den Grundstein für den Dom. Und da ist das Grab von Bischof Thilo von Trotta. Die Wand da übrigens ist eine Chorschranke. Sie trennt diesen Raum hier vom Chor. Die Bilder, das sind die 43 Merseburger Bischöfe. Vor der Chorschranke, da steht die Tumba, also das Grab von Thilo. Sein Grabmonument hat er sich zu Lebzeiten anfertigen lassen. Das ist das Epitaph des Bischofs, also die Grabplatte. Rechts das Bild, das ist der Bischof selber. Oben links sein Gnadenstuhl, darunter Tilos Wappen, unten links der Rabe mit dem Ring im Schnabel. Die Krypta, hier gibt es einen kleinen Raum. Wenn man da reingeht, sieht man eine segnende Hand. Hier war früher der Eingang zur Krypta und wer in die Krypta wollte, ging unter der segnenden Hand durch. Die Fürstengruft des Hauses Sachsen-Merseburg. 37 Zinnsärge stehen hier. Das ist der Ausgang, wenn man aus der Krypta kommt. Die Taufkapelle. Hübsch das barocke Portal. Über dem Eingang sitzt eine seifenblasende Putte auf einer Kugel. Die Vergänglichkeit des Lebens. Kann man auch so darstellen. Zurück in den Chor. Der Blick Richtung Orgel. Am Altar findet man das Grabmal von Rudolf von Rheinfelden, ein ganz besonderer Mann in der deutschen Geschichte. Er war Herzog von Schwaben. Heinrich IV. Hatte ja Ärger mit Papst Gregor VII., der sogenannte Investiturstreit. Er musste den Gang nach Canossa antreten. In der Zeit ernannten die Fürsten einen neuen König, einen Gegenkönig, Rudolf von Rheinfelden. Heinrich ließ sich das nicht gefallen, es kam zur Schlacht, Rudolf verlor. Das Chorgestühl, 1446 von einem Mönch geschaffen. Hier trafen sich die Domherren und der Bischof. Die Bilder zeigen Szenen aus der Bibel. Es beginnt mit der Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria. Es geht weiter mit der Geburt Jesu bis zur Kreuzigung und am Ende kommt Christi Himmelfahrt. Das ist Christi Himmelfahrt. Christus steigt nach oben. Achtet mal auf die Fußabdrücke, die er hinterlässt. Durch eine Tür geht es in den Kreuzgang. Der ist schon im 11. Jahrhundert gebaut worden. Er hat jetzt nur 3 Flügel statt 4. Hier ist auch der Eingang zur Domschatzkammer, in der neben den Schätzen des Doms auch Kopien der Blätter ausgestellt sind, die man als Merseburger Zaubersprüche bezeichnet. 1841 gefunden. Das sind 2 althochdeutsche Sprüche.
Einer ist ein Zauberspruch zur Befreiung Gefangener, der andere gegen Fußverrenkung. Die Sprüche wurden im 9. Jahrhundert von einem Mönch aufgeschrieben. Das ist also einer der wenigen auf Althochdeutsch überlieferten Texte. Währenddessen sind wir im Domgarten angekommen. Wir schauen runter auf die Saale. Das war es dann aus Merseburg und aus dem Merseburger Dom. Ein sehr erkenntnisreicher Tag. In diesem Sinn, tschüss.